Stell dir Folgendes vor. Was wäre, wenn Dinosaurier nie ausgestorben wären? Naja, dann wäre die Familie Feuerstein wohl eine Reality-Show, oder? Okay. Vor etwa 66 Millionen Jahren traf ein Asteroid mit der Größe des Mount Everest und mit einer Geschwindigkeit von 72.500 Kilometern pro Stunde die Halbinsel Yucatan in Mexiko. Der Einschlag verursachte eine katastrophale Kette von Ereignissen, die zum Aussterben der Dinosaurier führte, die den Planeten 160 Millionen Jahre lang beherrschten. Es ruinierte im Grunde auch den Urlaub der Touristen in Cancun. Wenn also dieser Asteroid die Konkurrenz nicht ausgelöscht hätte, hätten Säugetiere wahrscheinlich keine Chance gehabt, sich zu erheben und zu entwickeln. Hey, das bedeutet uns Menschen. Oh oh. Das wirft die Frage auf, was wäre, wenn dieser Asteroid vorbeigezogen wäre? Wie würde die Erde heute aussehen, wenn Dinosaurier noch leben würden? Bevor wir uns diese Welt voller Dinosaurier ansehen, solltest du unbedingt unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit du immer als erstes unsere täglichen Updates sehen kannst. Nur um es klarzustellen, dies ist kein Jurassic Park-Szenario, das ich dir vorstelle. Die Dinosaurier in diesem Film wurden wieder zum Leben erweckt und ins 21. Jahrhundert getrieben, während wir hier von Dinosauriern sprechen, die niemals ausgestorben sind. In Ordnung, mit diesem Haftungsausschluss werfen wir mal einen Blick darauf. Erst einmal müssen wir Hintergrundinformationen geben. Dinosaurier existierten in der späten Trias-, Jura- und Kreidezeit während des Mesozoikums, das 180 Millionen Jahre umfasste. Das war direkt vor der klassischen Periode mit Mozart und Beethoven. Nein, nicht wirklich. Die Erde hatte zu jener Zeit ein sehr warmes Klima mit milden jahreszeitlichen Veränderungen und ohne polares Eis. Der Superkontinent Pangaea hatte gerade erst begonnen, in kleinere Landmassen zu zerfallen, die Millionen von Jahren später zu den 7 Kontinenten werden würden, die wir heute kennen. Es wird geschätzt, dass es im Mesozoikum fast 2500 Dinosaurierarten gab, die in allen Formen und Größen vorkamen. Einige Pflanzenfresser wurden fast 34 Meter lang, wogen 100 Tonnen und brauchten etwa 135 Kilogramm Essen pro Tag. Diese zahlreichen Arten lebten überall auf der Welt und der Asteroid, der ihre Welt zerstörte, beeinflusste sie alle, auf unterschiedliche Weise, je nachdem, wo sie waren. Dieser berüchtigte Asteroid, im Grunde ein riesiger Weltraumfelsen, wurde zu einem Feuerball, als er mit Reibung und Schwerkraft in der Erdatmosphäre konfrontiert wurde und kollidierte mit einer Kraft von 100 Millionen Megatonnen. Der Einschlag sprengte Trümmer mit 160.000 Kilometern pro Stunde in die Luft, explodierte 333 Kubikkilometer der Erdkruste vom Boden und löste ein massives 11.1 Erdbeben aus, das in seismischen Wellen von der Yucatan-Halbinsel in den pazifischen Nordwesten ausstrudelte. Das nenne ich mal einen gewaltigen Stoß. Und als ob das nicht genug war, explodierte die Lufttemperatur auf satte 315 Grad Celsius. Das ist heiß genug, um die Feuchtigkeit aus der umgebenden Vegetation herauszusaugen und sogar das Wasser in der Haut der Dinosaurier zu kochen, die der Explosionszone am nächsten waren. Winde, die stark genug waren, um Fleisch zu zerreißen und 30 Tonnen schwere Tiere wie Puppen herumzuwerfen, strömen in Wellen durch die Luft. Oh. Und all das passierte in nur 5 Minuten. Als nächstes, ja, es gibt noch mehr, füllten 70 Milliarden Tonnen Staub und Asche von der Kollision die obere Atmosphäre. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 16.000 Kilometern pro Stunde verbreitete sich diese Wolke vom heutigen Mexiko, um den Rest der Welt zu bedecken und eine unerbittliche Hitze unter sich zu halten. Statische Elektrizität verursachte einen elektrischen Sturm, der feurigen Hagel auf die Tiere regnen ließ, die nicht schon bereits ausgelöscht waren. Als die Temperaturen weiter anstiegen, wurden Waldbrände ausgelöst, die stark genug waren, um ihre eigenen Winde zu erzeugen, mit 14 km/h, durch einst üppige Täler und Wälder und brannten bei 980 Grad Celsius. Nur damit du weißt, das ist heiß genug, um festes Aluminium zu schmelzen.
Kleinere Spezies, die in der westlichen Hemisphäre lebten, konnten die Hitze unter der Erde überleben. Aber die großen Jungs wie Triceratops und T-Rex wurden lebendig gebacken. 13.000 Kilometer entfernt in der heutigen Mongolei erstickte ein Staub-Supersturm alle Tiere im Freien. Diese weltumfassende Wolke, die ich bereits erwähnte, hielt die Temperaturen zu hoch, um Pflanzen für die wenigen verbleibenden Pflanzenfresser zu ernähren. Eine Reihe von Tsunamis mit Wellen von 91 Metern Höhe verwüstete fast 21.000 Kilometer Küste. Die Schockwellen des schweren Erdbebens dauerten monatelang an und zerrissen tektonische Platten wie Papierstücke. Geschmolzener Fels drang durch die neu entstandenen Brüche in der Erde und schlummernde Vulkane wurden mit gewaltigen Eruptionen geweckt, die noch mehr Staub und Trümmer in die tödliche Wolke drängten, die den Globus bereits umgab. Diese Wolke war jetzt ein paar Kilometer dick geworden und verhinderte, dass die Sonnenstrahlen die Oberfläche erreichten. Was aber die Oberfläche war, war eine Anzahl von giftigen Gasen, einschließlich Schwefelwasserstoff, die die Lungen lähmten und die wenigen Dinosaurier erstickten, die an dieser Stelle zurückblieben. Alle verbleibenden Dinosaurier, die das alles überlebten, verhungerten, weil ihr Ökosystem so schwer verwüstet worden war. Deshalb waren sie alle 3 Monate nach dem Asteroidenzusammenstoß völlig ausgestorben. Zeitgenossen der Dinosaurier wie Insekten, frühe Wasserreptilien und Vögel, kleinere Säugetiere und Fische konnten überleben, indem sie sich in Bäumen, tief unter der Erde oder unter Wasser gruben. Einfachere Organismen wie Schimmel und Pilze gediehen in der öden Landschaft. Der unzerstörbare Farn machte ein Comeback, als die Sonnenenergie in die allgegenwärtige Staubwolke eindringen konnte. Über Tausende von Jahren wuchsen diese Farne zu Wäldern, die dem Planeten buchstäblich neues Leben einhauchten. Sie produzierten Sauerstoff und gaben den Säugetieren die Voraussetzungen zum Essen und Züchten, und sie entwickelten sich in 10.000 Arten, die wir heute sehen. Nun endlich die große Frage. Hast du schon auf Abonnieren geklickt? Oh, falsche Frage. Hier ist sie. Was wäre, wenn das alles nicht passiert wäre? Erkunden wir die Möglichkeiten. Der Asteroid hätte seinen Weg fortsetzen können, ohne von der Erdanziehungskraft erfasst zu werden, komplett am Planeten vorbeiziehen können und die Dinosaurier den Rest ihres natürlichen Lebens leben zu lassen. Oder es hätte in den Ozean einschlagen können, anstatt auf Land. Das Wasser hätte die Energie des Einschlags viel besser absorbiert, sodass die Kette der folgenden Ereignisse nicht so verheerend gewesen wäre. Keine gebäudegroße Trümmer, die vom Himmel fielen, keine Hitze und keine sonnenblockierende Staubwolke und keine Vulkanausbrüche. Die Tsunamis wären wahrscheinlich schlimmer gewesen, hätten die Küsten überschwemmt und sicherlich eine große Zahl von Toten gefordert. Aber es wäre ihnen wahrscheinlich nicht gelungen, ganze Arten auszulöschen. Es ist unwahrscheinlich, dass das resultierende Erdbeben eine Stärke von 11,1 gehabt hätte, aber es wäre stark genug gewesen, um größeren Schaden anzurichten. Diese Szenarien lassen die Möglichkeit, dass die Dinosaurier leben und sich weiterentwickeln. Wäre das passiert, wäre es für die frühen Säugetiere praktisch unmöglich gewesen, lange genug zu überleben, um die Zahlen zu erreichen, die wir heute haben. Die meisten von ihnen waren im Mesozoikum nur Raubkatzen, die kaum die Größe einer Katze hatten. Obwohl sie Raubtiere waren, waren sie immer noch Beute für größere Fleischfresser. Nicht einmal ihre schnelle Zucht wäre in der Lage gewesen, ihre Populationen schnell genug zu vergrößern, um sie zu einer dominanten Klasse zu machen. Menschen und verwandte Primaten würden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht existieren, wäre da nicht der unglückselige Asteroid gewesen. Glück für uns. Ganz zu schweigen davon, dass die Tiere, die von Dinosauriern abstammen, wie Krokodile, Eidechsen, Schlangen, Schildkröten und Vögel, wahrscheinlich eher ihren Vorfahren ähneln würden, als sie es derzeit tun. In der rein hypothetischen Situation, in der Dinosaurier nie ausgestorben sind, hätten sich ihre Gehirne weiter angepasst und mit ihren Körpern weiterentwickelt. Die meisten Dinosaurierarten hatten ein relativ kleines Verhältnis von Gehirn zu Körper. Und obwohl die größeren Dinosaurier proportional große Gehirne hatten, konnten sie immer noch keine komplexen Funktionen erfüllen. Die meisten Paläontologen sind sich einig, dass der Troodon der klügste Dinosaurier war. Er hatte einen Körper von der Größe eines Menschen, ein Gehirn von der Größe eines Avocadosteins und ein Intelligenzniveau, das mit modernen Vögeln vergleichbar ist.
Er hat in der späten Kreidezeit bereits visuelle und auditive Signale benutzt. Stell dir also vor, was hätte werden können, wenn er Millionen von Jahren Zeit gehabt hätte, sich zu entwickeln. Er könnte heute einen Job an der Wall Street haben. Einige Wissenschaftler sagen, dass die Zahl der Dinosaurier bereits vor dem Einschlag des Asteroiden über Tausende von Jahren stetig zurückgegangen ist, sodass sie möglicherweise ohne Massensterben von alleine ausgestorben wären. Aber das wäre über einen weitaus längeren Zeitraum als die wenigen Monate nach dem katastrophalen Einschlag geschehen, also ist nicht zu sagen, wie die Zeitachse für den Aufstieg von Säugetieren beeinflusst worden wäre. Es wäre vielleicht trotzdem passiert, aber viele Variablen könnten sich in die falsche Richtung katapultiert haben. Die Umwelt wäre möglicherweise nicht für frühe Säugetierpopulationen geeignet und sie wären möglicherweise nicht in der Lage gewesen, sich schnell genug anzupassen. Die meisten frühen Säugetiere waren Fleischfresser und die Insektenpopulation reichte damals möglicherweise nicht aus, um sie zu ernähren. Die Säugetiere könnten leicht das gleiche Schicksal gehabt haben wie die Dinosaurier, indem die Geburtenraten über Millionen von Jahren langsam abnehmen würden, bis das Leben von neuem beginnen müsste. Aber das Leben findet einen Weg, wenn nicht Dinosaurier oder Säugetiere, dann hätte es eine andere Art geschafft zu überleben. Natürlich werden wir nie wissen, ob das stimmt, aber es macht immer Spaß zu spekulieren. Wie denkst du, wäre die Welt, wenn Dinosaurier noch da wären? Wäre der Planet besser dran? Müssten wir während der Fahrt zur Arbeit großen Bergen von Dinosauriern ausweichen? Würde Fred Feuerstein endlich eine Gehaltserhöhung im Steinbruch bekommen? Sage uns in den Kommentaren, was du darüber denkst. Gib diesem Video ein Gefällt mir, wenn du etwas Cooles daraus gelernt hast. Teile es mit anderen, denen es wahrscheinlich auch gefallen wird und denk immer daran, auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.